Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Die beliebte Schneeansicht ist wieder zurück. Zumindest finde ich sie sehr, sehr nice. Ja, es weihnachtet wieder sehr in Shakes and Fidget. Und das finde ich ziemlich cool. Ist ein schönes ja, Overlay auf jeden Fall, ein schönes Design. Das Ganze hält jetzt einen Monat lang. Genau, bis zum 1. Januar. Und der Kalender ist ja jetzt auch jeden Tag da, den werdet ihr wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Da könnt ihr jeden Tag bis zum 24. dann ein Türchen abholen, neben euren normalen Einlog-Bonus, den ihr dann auch erhaltet. Ja? Genau, der Elevator ist auch vorbei. Ja, wir haben hier auf dem Server natürlich jetzt, ja, ich habe es ja gestern schon im Video gezeigt, leider nur wieder Platz 3 erreicht und wir haben gestern aber das Elevator-Event gestreamt. Auf ja, allen Servern sind wir immer rumgeswitcht. Es gab sehr viele, sehr, sehr knappe Fights. Da können wir nämlich auch gleich nochmal reingehen, wo es überall sehr knapp wurde. Aber ich habe erstmal hier die Elevator-Liste für euch parat. Dankeschön an Alec, der das Ganze hier, die Top 25 einmal zusammengefasst hat. Und wir haben tatsächlich in der Geschichte von Shakes and Fidget einen ja, Wechsel in der Top 1 Gilde. Seitdem es den Elevator gibt, sind die Endgegner auf Platz 1 gewesen. Bis zum heutigen Tage, ja, haben sie es bisher immer geschafft, den Platz 1 zu verteidigen. Und jetzt ist Mirror of Time das allererste Mal vor den Endgegnern auf Platz 1 in der Elevator-Rangliste international. Ja, herzlichen Glückwunsch an Mirror of Time an der Stelle. Trotzdem ja, Glückwünsche auch an die Endgegner, die hier Platz 2 belegt haben. Bisher war es immer möglich, Mirror of Time zu besiegen, die immer die ersten Tage so sehr viel Führung ausbauen konnten und übers Ende hin haben die Endgegner es dann geschafft, immer wieder ranzukommen. Diesmal nicht. Und sogar mit einem relativ deutlichen Abstand hat es Mirror of Time hier geschafft, Platz 1 sich zu holen. Wenn man sich einmal die Gilden vergleicht, dann haben wir hier auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied trotzdem da. Denn wir haben hier eine Gilde mit 743er Durchschnittslevel. Hier sind sehr viele, sehr starke ja, Spieler auf jeden Fall in der Gilde. Und wenn wir mal auf den Server von Mirror of Time gehen, dann sehen wir hier, dass vom Durchschnittslevel her die Gilde bei 693 liegt. Also ja, schon ein deutlicher Unterschied auf jeden Fall vom Durchschnittslevel zumindest her, was ja nicht immer gleich heißt, dass das hier die besseren Spieler sind, so also vom Level und so, ne, können ja trotzdem gute Statpunkte trotzdem nichtsdestotrotz haben, aber hier sind halt nicht so viele Brecher drin wie bei den Endgegnern. Trotzdem haben sie es geschafft, hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie wahrscheinlich insgesamt mehr Pilze benutzt haben als die Endgegner, weil das kommt natürlich dann auch immer noch mal so drauf an, wie viel ist bereit die Gilde auszugeben an Pilzen. Und ja, das wird nochmal sehr interessant, denn die Gilde befindet sich hier auf Fusion 16 und dieser Server wird ja auch als nächstes nochmal gemerged. Also hier werden nochmal ein paar mehr Top-Gilden auf diesen Server kommen und dann bin ich gespannt, ob sich Mirror of Time auch noch von ein paar anderen Top-Spielern ein paar Leute abzwacken wird. Ja, also das wird nochmal sehr interessant werden. Ansonsten haben wir hier die Unfassbaren auf Platz 3, Phoenix auf der 4, We Are One auf der 5, das Elite-Team auf der 6, God of Light 7, Endgegner Alpha 8, Division Dreamers auf der 9, Avalanche 10. Und wir sind mit Rising Phoenix auf der 11 diesmal gelandet. In der Gilde, wo auch mein Battlemage spielt, haben wir es geschafft, Rang 11 weltweit zu erreichen, was natürlich auch eine super Leistung ist auf jeden Fall. Also von daher können wir uns da auch nicht beschweren. Und ja, hier sehen wir halt noch die restlichen Gilden bis halt eben zur 25. Genau, ansonsten haben wir hier sehr viele sehr spannende Battles ja, mitverfolgen können. Auf EU24 haben wir es leider nicht ganz geschafft, in die Top 3 zu kommen. Da war es auch ein sehr knappes Battle gewesen. Leider knapp verfehlt. Auf F24 in der Holzfällerhütte haben wir es geschafft, uns Platz 5 zu verteidigen. Das war ja auch der Anspruch. Das haben wir auch geschafft.
Und das Ganze war hier auch relativ knapp. Ich musste gestern zum Schluss nochmal ordentlich Gas geben, um ein paar Höllenmarken mehr zu farmen. Das hat einigermaßen noch ganz gut geklappt. Ansonsten hatten wir sehr viele spannende Fights auf den etwas neueren Servern, wie zum Beispiel EU20. Dort war es auch bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Ja, im letzten Moment war es nochmal sehr, sehr spannend. Freedom ganz knapp hinter Imbiss. Ja, also die Gilde von Kepso gegen die Gilde von Tuny haben wirklich nur um minimalsten Vorsprung hier gewonnen. Also das war wirklich ein Kampf auf Augenhöhe. War sehr spannend zu beobachten die letzten paar Minuten. Da auch herzlichen Glückwunsch an alle, die hier fleißig gekämpft haben auf jeden Fall. EU22 hatten wir auch ein bisschen geschaut gestern. Forever 22 auf der 1. Exil und Reapers war auch noch relativ knapp gewesen. Ja, da hat es geschafft, Exil auf die 2 und Reapers auf der 3 zu landen. Dort war ein sehr knappes Battle. Ja, und auf vielen Servern, ne, waren hier halt sehr knappe Fights auch mit am Start. Hier auch war es auch relativ knapping gewesen. Und ja, ich könnte jetzt viele Server aufzählen, wo sehr knappe Fights gewesen sind. Ja, aber das würde jetzt hier wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen, denn wir haben hier halt wirklich extrem viele knappe Fights gesehen. So, ne? Magazine hier auf EU17. Hier war es nicht ganz so knapp, aber ja, generell schon ein sehr gelungener Elevator, wie ich finde. Jo, ansonsten, wir sind hier auf unserem Server schon fast Stufe 760. Ich dachte, würde es gestern schon schaffen, diese Stufe zu erreichen, aber wir werden es heute auf jeden Fall schaffen. Uns fehlt nicht mehr sehr viel XP. Wir können es hier über, ja, keine Ahnung, wir können es hier über die Arena-Fights machen. Wir könnten in die Unterwelt gehen, uns dort die Adventure-Matic gönnen. Das würde auf jeden Fall reichen. Aber wir machen es mal ganz easy, ganz slow über die Arena-Kämpfe. Ihr seht ja schon, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen, aber das kriegen wir definitiv zusammen. Greifen wir mal hier an. Ich habe mich ja weiterhin hier immer noch droppen lassen auf dem Server, damit wir hier schön unsere Trophäe weiterhin farmen können. Auf Platz 72 bin ich momentan noch. So, und wenn wir den jetzt besiegen, ich glaube, dann fehlen nur noch ein paar 100 Punkte. Ne, da haben wir schon erreicht. Ja, mit 55.000 ins nächste Level rein. Let's go. Stufe 760 haben wir damit auch erreicht. Eine schöne runde Stufe. Sieht sehr gut aus, ja. Die 770 als nächstes sieht wahrscheinlich noch besser aus. Aber das gefällt mir schon mal sehr gut. Alle 10 Level wird hier immer zelebriert, ja. Das ist immer ein schöner Zwischenstep, sag ich mal so, weil mittlerweile levelt man ja auch nicht mehr allzu schnell. Ja? Das wird ja natürlich auch von Stufe zu Stufe immer schlimmer, sag ich mal, mit der Erfahrung auf jeden Fall. Deswegen, ja, genieße ich auf jeden Fall immer diese kleinen Augenblicke und weiter geht's. Ja, macht sich ganz gut, denke ich mal, hier die Stufe auf jeden Fall. Sieht ganz nice aus. Ne? Auch gut, hier hat es noch nicht aktualisiert. Da dauert es noch einen kleinen Moment. Aber ja, so sieht das Ganze im Moment aus. Genau. Ja, das ist so der aktuelle Zwischenstand. Wenn es irgendwelche weiteren Neuigkeiten geben sollte, dann werde ich auf jeden Fall berichten. Ich denke mal, dadurch, dass wir jetzt ja heute auch den 1. Dezember haben, sollten die nächsten News auch nicht mehr allzu weit weg sein. Der Legendary Dungeon wird ja auch irgendwann, so wie es immer gewesen ist, Mitte Dezember gelauncht werden. Also da sollten wir auch demnächst hoffentlich mal irgendwann bald ein paar News bekommen, damit ich dann auch offiziell dann meine Streaming-Daten ankündigen kann. Ja, weil da warte ich nämlich eigentlich die ganze Zeit drauf, dass der LD mal offiziell released wird, damit ich euch sagen kann, an welchem Tag der 48 Stunden Zero Death Run Versuch Livestream online gehen kann, damit ihr euch da schon mal, falls ihr da Bock drauf habt, ein Kreuz im Kalender eintragen könnt, weil das wird nämlich wahrscheinlich das Event des Jahres für mich persönlich. Und da bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt, ob wir das auch hinkriegen. Dafür haben wir ja die Pilze geladen
Und da freue ich mich schon extrem drauf, wenn es dann so weit ist. Genau. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, soll es das für das heutige Video soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.